Dieser Kuchen wird mit Sicherheit der absolute Trend auf eurer nächsten Kaffeetafel. Ein Kuchen, der alles mit Schokolade überschwemmt. Den hat noch keiner gesehen. Ich auch nicht. Grasiert ja im Moment im Internet. Nennt sich Bolo Tsunami und er ist auf dem besten Weg, der Cake-Trend 2020 zu werden. Den müssen wir unbedingt zusammen machen. Und dazu brauchen wir erstmal einen Erdbeerpudding. Bisschen Milch habe ich mir hier zurückgehalten und da in meinem netten Täschchen ist er nicht süß. Wir zwei haben da Erdbeerpuddingpulver drin und da kommt noch ein bisschen Zucker dazu. Unser Gemisch geben wir jetzt in die Milch und dann alles schön miteinander verrühren. Die Milch müssen wir jetzt ganz schnell unterrühren und mal kurz aufkochen. Ne? Jetzt habe ich nämlich schon angefangen. Normalerweise kann man es auch so machen, kaltes Wasser ausspülen und dann so hochkommen lassen, aber jetzt sprudelt es schon. Und dann gleich wieder weg. Die Puddingmilch schnell einrühren. Und dann ordentlich umrühre und nochmal kurz aufkoche. Den Pudding füllen wir uns jetzt in eine Glasschüssel um. Und dann brauche ich noch meine Folie. Und die tun wir jetzt einfach da drüber, damit der denkt, der hat schon eine Haut. Und so lassen wir jetzt abkühlen. So ein echter Tsunami braucht auch ein bisschen Bolo, ne? Naja, so ein Schokoladenbiskuitboden halt. Und zu den Eiern gebe ich noch ein bisschen Zucker. Und dann rühren wir alles 10 Minuten schön schaumig. Mensch, ist der heute wieder fluffig. Und dann noch schnell das Mehl mit Kakao und Salz mischen. Und dann habe ich wieder mein schönes enges Sieb hier, ne? Und da tun wir es jetzt dann löffelweise einsiebe und unterhebe. Mensch, wenn ihr das hören könntet, hört man das? Wie das flufft da drin. Einmalig der Teig. Ich sage ja, wenn man sich ein bisschen an die Zeit hält, ne, dann klappt das auch und dann wird das so richtig schön schaumig. 10 Minuten Rühre, einmalig. Jetzt habe ich da schon mal was vorbereitet. Ne? Jetzt braucht man dann ein bisschen das Backtablett. Joanna hatte Backtablett, kein Backblech. Ne? Da habe ich mir schon mal mein Dotteringler eingestellt auf 20 cm. Und da tun wir jetzt unseren Teig einfüllen. Und jetzt zack ich in den Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Das riecht aber schön nach Schokolade. Und den lassen wir jetzt noch so richtig schön auskühlen. Aua! Heute brauchen wir unsere Tortenrandfolie wie kein anderes Mal, kann ich euch sagen. Weil ohne die geht beim Tsunami Bolo Tsunami gar nichts. Ne? Und da braucht man eigentlich eine 20 cm hohe. Und weil ich natürlich leider keine gefunden habe, es kann ja sein, dass ihr irgendeinen Tricks habt oder wisst oder irgendwas gefunden habt, geheim, wo man sowas kriegt, machen wir einfach 2 Zehner übereinander und die packen wir zusammen. Naja, ein bisschen schief ist er ja in der Boden, aber das ist ja egal, wenn dann später der Tsunami rüberrauscht, sieht es ja keiner und wir schneiden uns den jetzt mal halbe durch. Ich brauche das ja nicht erklären, dass der Boden jetzt natürlich komplett abgekühlt war. Ne? Dann können wir auch schon der erste Boden auf die Platte hier platzieren. Da habe ich mal einfach mal so einen Pizzateller rausgesucht. Den drehen wir jetzt hier mal so um in der Mitte. Denn wir brauchen so ein bisschen einen hohen Rand, damit uns später dann die Schokolade nicht da komplett, ne, also komplett über den Tisch läuft am Ende, ne? Und jetzt kommt dann auch schon unsere schöne selbstgebaute Manschette drum, ne? Ich sage ja, Not macht erfinderisch und die fixieren wir uns jetzt dann noch ein bisschen rundherum mit Tesafilm, wenn du mal wieder alles im Griff hast. Das ist natürlich klar jetzt, ne? Wenn man zeigen will, dann klappt natürlich wieder nicht. Es ist alles schief, jetzt kann ich wieder abreißen, Menschenskinder. Joanna, immer dann. Siehste, mit viel Ruhe geht's dann doch. Tortenringle rüber und festgemacht. Erdbeersche habe ich schon gewaschen, da schneiden wir unser Grünes wieder weg, klar, ne? Und dann halbieren wir es und setzen es so vor innen mit der Schnittseite an die Folie ran. Auch wenn ihr jetzt hier nichts seht, ist das ja nicht so schlimm, seid nicht traurig. Da wird die Überraschung später umso größer. Okay, guck. Einmalig hier durch. Und die restlichen, die legen wir einfach auch so halb auf den Boden einfach drauf. Mensch, das wird eine Erdbeerschokoladenexplosion. Was wäre Erdbeerbuttercreme ohne Butter? Und die schlagen uns jetzt so richtig schön schaumig, bis sie weiß ist. Mensch, ist das eine Buttercreme? Schau mal her, einmalig kann ich das sagen. Sieht ja aus wie Sahne. Ich habe natürlich schon ein Pudding vorbereitet, ne? Weil das dauert nämlich echt ein bisschen lange, bis der Zimmertemperatur hat. Und die Haut ab und guck mal, und keine eigene Haut drunter, einmalig hier doch. Und jetzt habe ich hier wieder mein dolles Sieb. Da tun wir jetzt das Ganze nämlich löffelweise noch einmal durchseihen, dass es da keine Klümpche gibt da drin, ne? Das ist nämlich gar kein Hexenwerk mit so einer Buttercreme.
Die ist echt einmalig, wenn man schön sich die Zeit lässt. Und die Butter auch wirklich 6 Minuten habe ich die jetzt geschlagen. Und dann löffelweise den Pudding unterrühren. Ein kleines bisschen von meiner Buttercreme tue ich mir jetzt in meinen Spritzbeutel abfüllen, damit man ein bisschen genau am Rand arbeiten können, wo die Erdbeerchen sind. Ne? Und dann ungefähr die Hälfte dann rein da. Zack. Zap, zarab. Und jetzt brauchst du dann natürlich, geleckert habe ich auch wieder, meine Streichhilfe. Weil die ist natürlich super bei der Höhe hier, ne? Dass man da auch reinkommt zum Glattstreichen. Guckt da, dass er die Erdbeerchen dann schön abdeckt, ne? Und da macht sich hier so ein Drehteller, so ein Glas habe ich da immer. Ich verlinke euch das ja immer alles unten in der Videobeschreibung, natürlich toll. Weil da kommt man dann auch so richtig gerade damit hin. Guck, jetzt sind sie fast alle weg, die Erdbeerchen. Und jetzt kommt dann auch schon gleich der zweite Boden drauf. Guck. Neigesteckt. Das passt wie angegossen, sag ich euch. Das ist ja voll Bolo. Und die restliche Creme auch noch rein. Glattstreiche, ne? Und die stellen wir uns jetzt mal kühl. So, der Bolo ist fertig und wartet im Kühlschrank. Und jetzt können wir uns um den Tsunami kümmern. Und dafür mischen wir uns ein bisschen Milch mit Sahne und Stärke. Und dann kochen wir es auf. Und dann auch gleich wieder runter von der heißen Platte, ne, dass uns da nichts anbrennt. Und dann kommt eine schöne Vollmischkuvertüre rein. Und die löst sich damit natürlich toll auf. Ach, die schmilzt so richtig schön da drin. Herrlich. Das wird so richtig tolle Glasur. Eine flüssige Ganache. Und jetzt noch ein bisschen süße Kondensmilch dazu. Und jetzt brauche ich dann wieder Stückchen Ersatzhaut, ne? Weil nicht, dass dann unsere Ganache auch meint, sie muss selber irgendeine Haut bilden. Die hauen wir jetzt nämlich auch in eine Glasschüssel zum Abkühlen. Und auch ganz sanft drüberlegen, ne? Und dann lassen wir das auch so schön zimmerwarm abkühlen. Guck mal, keine Haut. Und ich habe natürlich auch ihn vorbereitet, ne? Ist ja klar, weil sonst stehe ich ja morgen hier noch in der Küche mit den Kameras drumherum, ne? Und das ist jetzt praktisch unser wappelige Ganache. Einmalig, kann ich euch sagen. Tun wir uns jetzt hier noch ein bisschen durchrühren. Und dann füllen wir es halt schon auf, ne? Also dann, auf geht's. Die Ganache ist jetzt drin, der Tsunami ist jetzt praktisch abgefüllt und jetzt kommen oben noch ein paar Schokoladestreuselchen drauf. Jetzt habe ich nämlich auch noch ein Schleifchen, das kommt nämlich da auch noch rum. Seid ihr jetzt auch schon gespannt, wie das aussieht? Mensch, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Wollen wir mal linsen? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ist das nicht süß, Mensch? Na, die schaut doch echt super aus. Und jetzt kriegt sie noch ein Schleifchen drum. Ist die nicht süß? Aber jetzt wartet mal kurz, wir brauchen noch Bilder. Mensch, bin ich jetzt aufgeregt, meine Güte. Wollen wir es abmachen? Was ist denn, wenn das nicht klappt? Meint ihr? Also dann los, mach mal. Ist das nicht süß? So viel Schokolade. Ich glaube, na, ob mein Tellerchen reicht? Nicht, dass das überläuft, kann ja auch passieren. Aber guck doch mal, ist der nicht herrlich? Ich freue mich. So viel Schokolade. Wer liebt Schokolade? Ich liebe Schokolade. Wow, schau mal, ist das nicht süß? Einmalig hier, du. Und das vernasche ich jetzt dann gleich, das kann ich euch aber sagen. Ciao, macht's gut.